Hallo liebe Leute da draußen, ich bin's wieder, euer Dave. Ich habe heute was ziemlich Geiles für euch, und zwar hat mir die Firma Schminke, die Airbrush-Farben, die ich ausschließlich benutze, ein paar neue Farben geschickt zum Ausprobieren, und zwar einmal die Total Cover Farben. Da haben sie mir 4 Stücke mitgebracht und spezielle Candy Farben und Stifte noch, was ich sehr, sehr cool finde. Das hat mich sehr gefreut, also finde ich ziemlich geil. Ich werde dafür nicht bezahlt, nicht dass ihr denkt, dass ich da bezahlte Werbung für mache, absolut nicht. Aber ich finde es eigentlich eine ganz geile Sache und wollte es euch einfach mal zeigen. Ich bin nämlich mit denen in Kontakt getreten und die haben mich dann noch auf eine Künstlerporträtseite aufmerksam gemacht bei denen. Dazu aber noch später mehr. Ich habe auf jeden Fall dann noch im Zuge dessen eben die Farben geschickt bekommen, und das ist echt, wie gesagt, eine sehr geile Sache. Also da nochmal vielen, vielen Dank an die Firma Schminke. Echt tipptopp. Die haben mir auch noch die Stifte mit dazu gegeben, was ich ziemlich geil finde, weil die könnt ihr eigentlich benutzen. Die könnt ihr ganz normal aufmachen. Und da sind eben auch innen drin da sind eben so Kugeln drin, eben zum Durchmischen für das Ganze. Und da könnt ihr ganz einfach eure Airbrush-Farben reinmachen, Deckel drauf, Vorführeffekt. Dann habt ihr eben eure Spitze, das gibt es natürlich auch noch in verschiedenen Größen, die einfach wieder zusammen machen, und dann habt ihr einen Stift mit eurer Airbrush-Farbe drin, da könnt ihr alle Standardtöne benutzen, die ihr haben wollt. Ich werde da wahrscheinlich das Deckweiß mal reinmachen, weil ich es manchmal gar nicht verkehrt finde, wenn ich nochmal ein richtig geiles Highlight weiß haben möchte in einem Bild und dann nicht immer eine kleine Abdeckschablone brauche oder ein anderes Hilfsmittel, wenn ich gar keine Overspray haben will. Da sind die Dinger wahrscheinlich ziemlich geil, dann einfach zum sagen, habe ich da nochmal eine Lichtquelle oder so. Also ziemlich coole Sache. Und ja, statt die jetzt relativ trocken und langweilig irgendwie auf einem Papier zu testen, habe ich mir gedacht, ich mal einfach ein Bild gleich mal damit und werde die Farben dafür mit benutzen und dann einfach mal schauen, wie die so abgehen. Und ich denke aber, dass die gewohnte Qualität einfach für sich spricht und die Teile einfach recht gut sein werden. Ich bin auf jeden Fall gespannt, und dann werden wir einfach mal schauen, was sich da so ergibt. Ich habe mir diesmal das Bild von Gargoyles genommen, und zwar bin ich ja ein Kind der 80er, 90er und solche Serien gehören halt einfach dazu. Ich habe ja mir vor kurzem mal Disney Plus angeschaut und da war die ganze Staffel drin, und dann hat es mich natürlich gleich mal unter den Fingern gejuckt, da mal wieder ein bisschen reinzuschauen, und ich fand es sehr geil und habe mir gedacht, komm, dann machen wir doch passend dazu einfach mal gerade das Bild dazu. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt gleich starten mit dem Bild, ziehen wir uns noch mal kurz das alte Intro rein und genießen noch mal ein bisschen Nostalgie und ein bisschen ins Feeling zu kommen. Dann würde ich sagen, ab geht's.
So, da sind wir zurück am Maltisch und ich kann sagen, das Bild ist ziemlich geil geworden. Nach dem geilen Intro war ich auch so richtig on fire und dann konnte das ja einfach nur gut werden. Aber Spaß beiseite, die Farben, die konnte ich sehr gut einsetzen. Ich finde gerade die Total Covers haben eine recht interessante Farbgebung und die kenne ich sowieso. Gerade das Rot finde ich irgendwie ziemlich geil, es hat einen ziemlich coolen Look. Ich denke mal, die werden wahrscheinlich noch besser zur Geltung kommen, wenn ich die auf Metall mache. Das werde ich mal demnächst an einem Helm ausprobieren mit realistischem Feuer. Ich denke mal, da werden die richtig gut punkten können. Und wie gesagt, sonst muss man einfach schauen, wo man sie einsetzen kann, ob einem so ein Farbton wie die Total Covers passen, ob sie funktionieren für einen. Also ich kann von der Qualität her einfach nur sagen, die sind sehr gut. Was mir auch richtig gut gefällt, und das werden die ein oder anderen schon gesehen haben, die mir bei Instagram folgen, weil die habe ich schon hochgelobt. Das sind die Stifte. Die finde ich übrigens sehr geil, weil man da eben, wie eingangs schon erwähnt, so geile Lichtquellen setzen kann und das recht easy und gezielt und eben mit der Airbrush-Farbe, ist kein anderes Mittel, sondern genau das, was ich halt in meiner Airbrush drin habe, finde ich irgendwie richtig geil, hat richtig gut funktioniert. Also klar, man muss immer aufpassen, dass es, wie soll ich sagen, nicht zu abstrakt wirkt, weil so ein Pinsel, so ein Stift, man sieht oft, dass es eben aufgemalt ist und nicht geairbrushed. Da muss man immer ein bisschen aufpassen. Hier habe ich es ein bisschen, wo es mir dann zu krass war, eben noch mit der Airbrush ausgeblendet, mit dem Weiß, und dann hat es wieder super hingehauen, aber es hat wirklich mich sehr überrascht, hat einfach sehr gut funktioniert. Die werde ich definitiv im Auge behalten und mir zwei Stifte noch besorgen mit einer etwas kleineren Spitze, die war schon ein bisschen arg dick, aber es hat trotzdem sehr gut funktioniert, gerade die Zähne und die Augen und so. Also hat mir mit am meisten Freude gemacht, wenn ich ehrlich bin. Sehr, sehr cool. In dem Atemzug dann nochmal ein fettes Dankeschön an Schminke, dass ich das ausprobieren kann. Und das hat auch wirklich sehr viel Spaß gemacht. Also vielen Dank dafür. Und wenn wir gerade dabei sind, lasst mir gerne ein Like oder Abo da oder kommentiert. Das hilft mir immer am meisten, dass der Kanal einfach weiterläuft. Folgt mir auch gerne bei Instagram, wenn ihr auf dem neuesten Stand sein wollt. Da poste ich auch immer mal wieder das eine oder andere rein. Oder auch mal ein bisschen Privatzeug und ein bisschen Blödsinn. Und für Blödsinn bin ich immer zu haben. Aber wie ich eingangs noch erwähnt, habe ich ja noch von dieser Künstlerseite gesprochen. Die wird von der Schminke auch betrieben. Und ohne jetzt weiter groß rumzulabern, entführe ich euch da einfach kurz auf meinen PC, auf meinen Desktop und zeige euch das Ganze einfach geschwind. Und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich trotzdem jetzt schon mal und sage reingehauen, viel Spaß beim Airbrushen und bis zum nächsten Mal. So, da sind wir mal in meinem Browser. Ich wollte euch nämlich da noch eine Kleinigkeit zeigen, und zwar, wenn wir auf arcolor.de gehen, dann ist das die Seite von der Schminke mit einer kleinen Auskopplung nur für die Airbrush-Farben. Und da sind alle möglichen Sachen drin, die ihr wissen müsst. Und da sind eben die ganzen Produkte drin, gerade die Standardfarben, die ich jetzt zum Beispiel nur benutze. Da habe ich fast alle Töne schon. Und da sieht man auch, wie die eben auf hellen und auf dunklem Untergrund aussehen. Ist immer ganz praktisch, finde ich, um einfach schon mal im Vorfeld zu sehen, okay, auf einer ganz hellen Oberfläche sieht die Farbe mit der Pigmentierung und der Lichtigkeit halt so aus und bei dunklen Tönen anders. Und da kommen dann eben die Candy oder die Total Covers jetzt, die ich eben zugeschickt bekommen habe, sind die drin. Da sieht man zum Beispiel, wie die schon mal im Vorfeld aussehen. Und klar, da sind sie auf weißen und schwarzen Untergründen drauf gebrusht worden, aber die machen eben das, was sie sollen, covern, und deswegen spielt das da keine Rolle. Da sieht man eben, was für eine hohe Pigmentierung die haben, und das ist eigentlich eine ganz coole Sache. Und dann gibt es dann natürlich auch noch die Candy Colors,
Und das finde ich eigentlich ganz cool. Da kann man nämlich auch sehen, wie die auf einem silbernen Untergrund aussehen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass die sich natürlich perfekt für Flames eignen. Und dann sieht man eben, dass die eben eine hochlasierende Farbe auf Wasser- und Pigmentbasis ist, dass sie eine hohe Lichtigkeit haben, kein Durchbluten und eben für die Airbrush und für Ziehfeder und alles Mögliche geeignet sind. Und wie gesagt, die Farben sind halt auch immer gebrauchsfertig. Ich finde es eigentlich immer ganz cool, das schon im Vorfeld immer ein bisschen sehen zu können. Ich habe mir damals die Broschüre davon runtergeladen, um mir die Farbtöne genauer anzuschauen, wenn ich ehrlich bin. Und das ist eigentlich immer eine ganz gute Sache, um das zu machen. Ich habe mir auch damals noch 2 Effektfarben geholt hier. Und das war nämlich einmal das Metallic Silver, das weiß ich, und ein Gold. Aber wie ich gerade sehe, war es nicht das Scheingold, sondern doch das Brillantgold. Also die 2 Töne habe ich mir mal geholt. Damit kann man nochmal spezielle Effekte verursachen, gerade auf kleineren Flächen wie Motorradhelm oder auf anderen Kleinigkeiten. Das ist eigentlich immer ganz cool. Geht natürlich auch bei großen Sachen und damit kann man immer noch mal richtig krasse Akzente setzen, auch einfärben und so habe ich auch schon alles gemacht. Eigentlich eine echt coole Sache. Aber um was genau geht es eigentlich? Um die Künstlerporträts, die sind nämlich in der Mitte. Da hat man mich eben in dem ganzen Gespräch mit der Firma Schminke darauf aufmerksam gemacht, ob ich da nicht mit rein möchte. Da kann man eben sich einfach anmelden. Da muss man sich einfach via E-Mail bei den guten Leuten melden. Und dann sagen die einem, was ihr dann noch alles machen müsst. Ist kein großer Aufwand. Ich finde es eigentlich eine echt coole Sache. Da sind so viele coole, talentierte Künstler mit drin. Ich finde sowas immer mega spannend und wühle mich da echt gerne durch. Ich schaue mir das immer ganz gerne an. Da sieht man eben so ein bisschen Biografie und eben ein paar ausgewählte Bilder. Ich fand das eigentlich echt eine coole Sache und habe mich natürlich nicht lumpen lassen und das gleich gemacht. Das sieht auch richtig fett aus. Also der Kollege hat es auch richtig drauf mit dem ganzen Chrom und allem. Also da kann man sich auch gerne Anreize selber mal holen, finde ich immer. Da sieht man auch, was alles so möglich ist und nicht. Und da ist auch meine Wenigkeit natürlich vertreten. Ich fand das schon ganz cool. Und ja, mit meinen ganzen Links und allem ist es echt eine witzige Sache. Und ein paar Bilder von mir natürlich. Die könnt ihr natürlich alle anklicken und dann auch in groß anschauen oder unten in klein. Also wie gesagt, ich finde es eine echt coole Sache. Die Jungs waren super nett. Es hat super funktioniert. Wenn ihr eben da gerne auch mit rein möchtet, dann müsst ihr euch da einfach nur per E-Mail melden und die helfen da euch dann sicher und gerne weiter. Ich finde das eigentlich echt, ich habe mich da durchgewühlt durch die ganzen anderen Künstler, weil ich so was immer so spannend finde irgendwie. Und was ich noch ganz interessant finde eben, das war das Blatt, was ich mir damals runtergeladen habe für die Farben. Muss ich gerade mal schauen. Das ist es definitiv nicht. Sondern das sollte es glaube ich sein. Und zwar, ja genau, das ist es. Das habe ich mir damals runtergeladen und ausgedruckt. Und dann einfach mal geguckt, so was kann ich brauchen, was ist interessant für mich. Und da habe ich mich eben erstmal nur auf die Standardtöne besinnt. Aber wie gesagt, da werden wir jetzt dann auch mal die anderen Sachen abchecken. Oder haben wir schon. Und da sieht man eben auch die Pinselstärke und alles. Also ist echt eine hilfreiche Sache. Kann man machen, muss man nicht. Wie gesagt, ich finde es immer für Anfänger auch gerade ganz interessant und auch nützlich. Einfach da mal zum Schauen, was man braucht und was man nicht brauchen kann. Und wie gesagt, die Künstlerporträts sind eigentlich eine echt witzige und coole Sache. Hat mich echt gefreut, dass ich da jetzt auch drin bin. Und ja, da kann man so viel Zeug anschauen. Das finde ich eigentlich echt immer spannend, was andere so machen und was die so für Skills und was da für Talente drunter sind. Und echt fett auch das hier, ey. Wahnsinn.
Also ich finde es echt auch mal selber wieder interessant zu sehen, was man mit so einer Airbrush alles rausholen kann, was da alles so möglich ist. Und ja, sowas mache ich immer ganz gerne. Oh, das sieht auch, das ist auch geil mit der Harley. als Fläche ist echt cool. Also wie gesagt, da könnt ihr euch auch gerne mal durchfühlen. Da haben wir klassische Flames. Die werde ich jetzt auf jeden Fall mal mit den Candy-Farben auch ausprobieren. Das werde ich auf jeden Fall mal machen. Ich habe auch noch schön 2K-Lack in Schwarz da und auch noch einen Helm, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht mache ich es da drauf. Das habe ich noch nicht so oft gemacht. Und das will ich unbedingt auch mal noch probieren. Das werde ich natürlich dann mal hochladen. Also das ist auf jeden Fall ein Blick wert und das solltet ihr